Herzlich willkommen im Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Phänomen Anastasia. Geehrte Zuschauer, es geht weiter mit Band 1, Teil 2, Anastasia, Tochter der Taiga. Herr Konstantin Kirsch ist so freundlich und begleitet mich durch die Sendung. Geehrte Zuschauer, wir machen weiter bei Teil 2 des Phänomens Anastasia. Bei mir Herr Konstantin Kirsch. Hallo Herr Jungwirth. Herr Kirsch, Sie wollten noch was sagen zu den Kleingärtnern. Was war hier die Motivation nochmal von Anastasia, die zu unterstützen? Ja, Anastasia sieht in den Kleingärtnern die bedeutendsten Menschen, weil sie Mutter Erde pflegen, hält Mutter Erde noch etwas durch, obwohl sie so geschunden ist. Sie hilft diesen Kleingärtnern so gut sie kann auf Entfernung mit ihrer Fähigkeit, sie nennt es ihr Strahl, wir können auch sagen, so ähnlich wie Telepathie könnte es sein, dass sie auf Entfernung Kontakt aufnimmt mit Kleingärtnern, dass sie diese Menschen sieht und dann über ihre Gedankenkraft denen Anregungen gibt, diese Pflanze könnte vielleicht besser hier wachsen oder diese Samen vielleicht nicht ganz so lange einweichen, sodass es im Garten bei Ihnen besser gedeiht. Jetzt gibt es ja Herrn Maigret Ratschläge, die er sozusagen irgendwann da mal veröffentlichen soll. Ratschläge, was die Gesundheit betreffen, was bestimmte Lebensweisen betreffen. Was können Sie da dazu sagen? Es gibt beispielsweise einen Bereich, gerade zum Thema Saatgut, wie man essbare Pflanzen, Gemüsepflanzen aussät. Das ist auch ein Bereich, den viele Menschen immer wieder als ganz besonders wertvoll für ihr Leben gefunden haben, wenn sie das gelesen haben. Da wird beschrieben, dass ein Saatgut, zum Beispiel Tomate, Gurke, was man so im Gemüsegarten anbaut, ist ja eigentlich nicht tot. Ein Saatgut ist lebend, auch wenn es gerade nicht viel macht. Es ist ein schlafendes Lebewesen. Und wenn dieses Lebewesen geweckt wird von einem Menschen, ganz individuell mit seiner Situation, dann wird dieses Lebewesen, diese Pflanze für diesen Menschen ein Heilmittel wachsen lassen. Und da wird genau beschrieben, wie viele Minuten dieser Samen im Mund, unter der Zunge eingespeichert wird. Und dann soll man ihn in die Hände legen und noch den Atem dazugeben, den Sternen zeigen. Und dann die ersten Tage auch nicht gießen, damit die Information dran bleibt. Und dabei wird dann diese Pflanze ein individuelles Heilmittel, was angeblich für alle Krankheiten förderlich sei im Sinne der Genesung. Also das ist so, die Pflanze kann, wenn man das jetzt einfach übersetzt, die DNA lesen oder unsere Probleme, unsere Mängel lesen, was der Körper hat und versucht dann auf ihren Weg diesen Mangel auszugleichen. Ja, ich formuliere es gerne so, die Pflanze ist immer in der Harmonie mit dem gesamten Sein. Sie kann nicht anders, sie ist so. Und wenn wir sie wecken mit einer Disharmonie, wächst sie genau das Gegenteil, um das Nicht-Harmonische wiederum in die Mitte zu bekommen. Dann war noch was mit Bienen, also dann waren nochmal stechende Bienen. Um was ist da gegangen? Ja, es wird ausgesagt, dass Bienen Freunde sind von lichter Energie, von Freude, von Glück und nicht von sogenannter schattiger, trauriger, ängstlicher Energie. Und dass Menschen, die Bienen begegnen, wenn sie sehr lichtvoll sind, auch nicht gestochen werden. Es wird dann auch ausgeführt, dass einige Verhaltensweisen von Imkern nicht günstig sind für die Bienen. Und sie empfiehlt auch eine gewisse Form, wie Bienen idealerweise gehalten werden. Und zwar jetzt in üblichen Weise, bei vielen Imkern werden die Kisten geöffnet und werden Rähmchen gezogen, davon rät sie ab. Sie empfiehlt, dass die Bienen in einem hohlen Baumstamm oder in einer hohlen Holzkiste gehalten werden. Wird auch genau beschrieben, was da ihre Empfehlung ist. Morgenstunde sei gegrüßt und es gibt dann auch noch irgendwie ein Abendwaschritual. Was können Sie dazu sagen? Ja, es wird empfohlen, dass der neue Tag bewusst gegrüßt wird, dass man beispielsweise auch morgens um 6 Uhr schon im Morgengrauen sich positive, gute Gedanken machen möge und dass man dann morgens durch den Garten geht, idealerweise barfuß und die Pflanzen begrüßt, aber nicht wie ein stumpfes Ritual, sondern so, wie man gerade fühlt, wie man gehen will. Und man kann ja hunderte von Pflanzenarten haben im Garten und da möge man jede begrüßen, streicheln, vielleicht auch etwas essen, sich vielleicht auch im Tau mal wälzen. Wenn man einen Gartenteich hat, in dem man baden kann, vielleicht auch ein kleines Bad nehmen.
Eine Zwischenfrage, wieso sollte man barfuß gehen im Garten? Was ist da die Wirkung? Es hat verschiedene Wirkungen. Die eine Wirkung ist, man fühlt die Erde besser und man entgiftet auch über die Füße. Es hat auch mit der Körperwärmeregulation sehr vorteilhafte Effekte, wenn man barfuß läuft. Das Abendwaschritual oder das Abendritual, bei was Da sind wir wieder bei gemacht? den Füßen. Da Okay. wird gezielt empfohlen, vor dem Schlafengehen die Füße zu waschen. Und zum Waschwasser jetzt keine Seife zu nehmen, sondern zuerst Brennnesselsaft oder Meldensaft zu nehmen, die Füße zu waschen, gegebenenfalls dann danach nochmal mit Seife zu waschen und dann erst ins Bett zu gehen. Und dann war die Rede von einem inneren Ratgeber. Was ist damit gemeint? Ja, es ist so, wie diese individuell gewachsenen Gemüsepflanzen, ist der einzelne Mensch selber der beste Therapeut für sich. Meine Anmerkung dazu, wenn man es denn trainiert hat. Das heißt, der innere Ratgeber, das ist quasi der göttliche Funken in jedem Menschen drin. Der Schutzengel vielleicht auch in einem. Da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten. Und man kann in sich die Lösung finden für Probleme, für Herausforderungen und auch bei Krankheiten. Dann geht es weiter, Träumen unter einen Stern. Was ist da damit gemeint? Ja, das ist ein Kapitel, was neu eingefügt wurde in die Buchüberarbeitung, weil es vermutlich für den Autor beim ersten Schreiben des Buches so unglaublich geklungen hat, dass er sich nicht getraut hatte zu veröffentlichen. Er hat sich jetzt im Laufe dieser circa 10 Jahre, seitdem er die Anastasia zum ersten Mal begegnet hat, selber auch weiterentwickelt. Es geht darum, dass die Anastasia ihm offenbart, wie sie an das gesamte Wissen kommt, was sie hat. Sie erklärt ihm, dass das Wasser, was wir hier erleben, in Teichen, in Bächen, aber auch in unserem Körper ist ja Wasser, dass dieses Wasser von Anbeginn der Zeit an immer das gleiche Wasser ist und immer durch alles durchfließt. Es fließt den Bach hinunter, irgendwann verdampft es zu den Wolken, kommt wieder runter, wird dann über Früchte von uns gegessen oder über Quellwasser, wird wieder ausgeschieden. Und dieses Wasser speichert Informationen. Und das war für den Herrn Maigret sehr unglaublich. Die moderne Wissenschaft hat das schon längst bewiesen, dass Wasser Informationen aufnehmen kann, speichern und wieder abgeben kann. Und so geht die Anastasia in einen Teich bei Neumond, die Sterne sind da, sie schwimmt oder treibt im Wasser und nach ihrer Aussage belauscht sie das Wasser, um die Informationen zu bekommen, auch wie es in der menschlichen Geschichte war. Vor mehreren Jahren, vor Jahrhunderten, vor Jahrtausenden. Das hört sich schon interessant an, wenn man das bewusst macht. Ja, also man geht ja immer in Kontakt mit Wasser eigentlich unbewusst. Ja, man duscht sich, man schwimmt, man denkt sich nichts dabei. Was ich an der Geschichte sehr bildhaft, sehr schön finde, der Herr Maigret beschreibt, er hat sie beobachtet und sie liegt auf dem Rücken, treibt in dem Teich, in dieser großen Lichtung. Die Sterne bei Neumond sind zu sehen und die Sterne spiegeln sich so im Wasser, dass er sie sieht, im Wasser treiben und außenrum die Sterne, so als ob sie im Weltall schwebt. Bestimmt ein schönes Bild gewesen. Ja. Dann erzählt sie weiter über Kindererziehung, was also ein Thema ist, was kurz angerissen wird, aber was doch wichtig ist. Um was geht es da? Ja, es ist so, dass 2 Themen ihre Hauptthemen sind. Wie wir schon hatten, das Thema der Gärtner, der Kleingärtner und Kindererziehung. Für sie ist Kindererziehung eines der ganz bedeutenden Sachen. Wobei auch dort dürfen wir komplett umdenken. Sie versteht unter Kindererziehung etwas ganz anderes. Also beispielsweise heißt es, dass die älteren Menschen den Reifegrad ihrer Weisheit bei den Kindern prüfen, indem sie den Kindern Fragen stellen und beobachten, wie die antworten. Dass also die Kinder, auch die Lehrer werden, gegebenenfalls sogar der älteren Generation. Und ganz wichtig bei der Kindererziehung ist, dass die Gedanken des Kindes nicht gestört werden sollen. Das heißt, wenn ein Kind beispielsweise einen Zedernzapfen aufhebt und den ertastet und man möchte dem Kind vielleicht was zu essen geben. Das ist ein Ego-Gedanke, ich will jetzt, aber das Kind will ja gerade gar nicht, es fragt nicht nach Essen, es will gerade mit dem Zedernzapfen spielen. Dann soll man bitte dieses Kind auch da lassen. Man kann ja in der Nähe sein und warten, ob es sich plötzlich zu einem wendet und Interesse an einer Begegnung hat, dann ist das auch richtig. Und wenn es einen Käfer beobachtet, was entlang krabbelt, dann möge man es bitte
beobachten lassen. Jetzt geht es da auch um eine Zeitspanne. Kinder im Alter von 1 bis, wie lange war das, 8, 9, haben also einen besonderen Zugang noch zu Informationen, die wir dann durch die Umwelt oder durch die technokratische Welt, wie man sagt, verlernen. Was hat das damit auf sich? Ja, es wird da beschrieben, dass über das Scheitelchakra dann direkt in den Himmel Kontakt aufgenommen werden kann. Es geht allerdings auch so weit, dass die Zeitspanne noch mehr in den Beginn gezogen wird, dass also durchaus die Kindererziehung auch vorgeburtlich schon beginnt. Das ist aber in unserer Kultur hier auch bekannt, dass wenn schwangere Mütter Musik hören, dass dann später, wenn die geborenen Kinder älter werden, dass sie diese Musikstücke wiedererkennen und sich dabei wohlfühlen. Und so kann auch vorgeburtlich über Geschichten, über Märchen, über ein Wohlgefühl, was die Mutter ausstrahlt, Geborgenheit, Urvertrauen aufgebaut werden. Und das ist für sie so wertvoll, dass sie sogar auch sagt, bis hin zur Zeugung, dass das auch bewusst gehen möge, weil dann das Kind anschließend auch gesünder, schöner, schlauer, intelligenter, ganz, ganz viele Faktoren dann da beim Kind dann auch entstehen. Das ist ein Umstand, der dann weitergeführt wird, dass also unser Gehirn arbeitet wie ein Supercomputer, das ist ja nur auch schon klar, aber sie führt das also extrem eng und direkt aus in der Beschreibung. Was? Ja, das hängt wiederum sehr stark am Training. Unser Gehirn ist wohl viel leistungsfähiger als jeglicher technischer Computer, wenn das Gehirn entsprechend trainiert wird. Nochmal ein kurzer Blick zurück zum Thema der Kinderspielzeuge. Wenn wir mit toten Plastik, Blech, Papier, irgendwelchen Spielzeugen zu tun haben, dann haben wir als Kinder, die damit lernen, keinen göttlichen Funken des Lebens in diesem toten Spielzeug. Und wenn wir von klein auf, so die Beschreibung in den Büchern, mit Lebewesen Begegnung haben und damit spielen und diesen göttlichen Funken erlernen, dann trainiert sich das Gehirn viel, viel besser, wodurch dann solche Fähigkeiten wie Telepathie und anderes, super Gedächtnisleistungen, sehr schnell begreifen, dann entwickelt werden kann. Dann geht es weiter in sagen wir mal, ein neues Thema, was sozusagen eine Todsünde betrifft. Also sie führt das aus als ganz wichtig, dass man also sich darüber klar wird, dass das wirklich einschneidend ist. Ja, das bezieht sie im Besonderen auf das Thema Stolz bzw. falscher Stolz. Wenn wir, wie gesagt, Kinderspielzeug haben, wir sind ganz stolz, aus Erdöl Plastikspielzeug hergestellt zu haben, das bezeichnet sie als falschen Stolz. Wenn es viel besseres Spielzeug gibt, zum Beispiel ein hüpfendes Eichhörnchen oder ein Zedernzapfen, den man erspielen und auch sogar essen kann. Und wenn wir in einer Art Überheblichkeit uns über die Schöpfung erheben wollen, wir sind besser als die Natur, wir können sie umbringen und daraus sogar noch irgendwas Mechanisches machen, was aber verfällt, es kann sich nicht regenerieren, es kann sich nicht vermehren, es lebt nicht. Das kann zwar beeindruckend sein, blinkend, knatternde Maschinen, alles Mögliche, aber genau genommen ist dieses technische tote Zeug schon auf dem Weg des Verfalls, im Unterschied zu Lebewesen. Und wenn wir dann stolz sind auf das geschaffene Tote, dann schwächt uns das. Das ist ein komplettes Umdenken, was hier verlangt wird. Ich sage es eher, was angeboten wird. Verlangen klingt zu fordernd. Es ist eher eine Möglichkeit. Es gibt viele Menschen, die sagen, boah, das kann ja gar nicht sein, das finde ich ja verrückt, die spinnt. Und andere sagen, oh, genau, das muss ich nochmal lesen, nochmal lesen. Da steht das drin, was ich schon in mir fühlte. Und von daher ist es ein Angebot. Das war jetzt ein schöner Abschluss zum Teil 2. Haben Sie noch ein Zitat? Ja, passend auch zum Thema Kindererziehung. Die Eltern müssen es lediglich unterlassen, das natürliche, reale Weltbild des Kindes zu verzerren. Das Kind von der vollkommensten Schöpfung des Universums zu entfremden. Liebe Zuschauer, das war der Ende des Teils 2 vom Phänomen Anastasia. Freuen Sie sich auf Teil 3, wo es also weitergeht wie im Paradies. Liebe Zuschauer, das war der zweite Teil zu Band 1 Anastasia,
Tochter der Tiger. Es geht in Kürze weiter mit Teil 3. Auf Wiedersehen.